Herzlich willkommen zu magischen Momenten mit bemerkenswerten Menschen. Mein Name ist Britta Dahlberg. Er gehört zu den renommiertesten, akkuratesten Medien weltweit und ist auch von seinen Fachkollegen hoch angesehen. Er wird zu Vorträgen und Seminaren eingeladen und ein Abend mit Live-Demonstrationen, wo man seine Fähigkeiten erlebt, ist ein unvergessliches Ereignis. Herzlich willkommen zu unserem Gespräch mit Gordon Smith aus England und seiner Übersetzerin Christiane Becht. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Wir haben die Gunst der Stunde genutzt, euch beide vor ein Mikrofon zu holen, weil ihr ganz in der Nähe schon seid, auf dem Anflug nach Frankfurt. Und heute haben wir ein paar Fragen an Gordon uns ausgedacht. Ja, Gordon, ich habe immer wieder die Frage von Menschen, die Angehörige verloren haben. Wie sollen sie Kontakt mit den Verstorbenen aufsuchen? Ist das überhaupt sinnvoll? Gordon, I have again and again the question from people that have lost loved ones, how to get in touch with their loved ones, and is that possible? Well, the obvious way is to consult a reputable medium. The medium will be the in-between, the telephone line between the two worlds. Das Offensichtliche ist natürlich, ein Medium aufzusuchen, der wie eine Telefonverbindung herstellt zwischen den beiden Welten. And this is probably the clearest way to get a good communication from our loved ones on the other side. Und das ist wahrscheinlich der klarste Weg, den es gibt, eine Verbindung mit einem Geliebten auf der anderen Seite herzustellen. But you know, we teach people how to open up themselves at some of our workshops and classes, to teach them how to be sensitive to the other world, just like a medium. Aber wir unterrichten ja auch Menschen darin, sich selbst zu öffnen und sensitiv zu werden für die andere Welt, genau wie ein Medium dann auch. Also das eine ist, dass ich selber diese Fähigkeiten lernen kann, unter anderem bei dir. Das andere ist, dass wir ja in eine Zeitschrift wie zum Beispiel das Frankfurter Ringmagazin schauen, um dort nach Anzeigen zu gucken, wo gute Medien sind. Das rätst du uns? So one thing is to learn it yourself, like in one of the workshops, and the other thing you're saying is to look for example in Frankfurter Magazine if there's any mediums advertised and contact those. That's right? the very one. Genau. Gute Idee. Gordon, ich erinnere mich an die Zeit, als mein Vater noch lebte. Da haben wir ab und zu darüber gesprochen, wie es wohl ist auf der anderen Seite. So Gordon, I do remember the times when my dad was still alive, and we talked a lot at that time how it would be probably to be on the other side. Ja. Und wir haben darüber gesprochen, ob man sich nicht verabreden könnte. And we talked about whether we could possibly arrange a meeting, an appointment. Und damals haben wir gesagt, naja, man könnte sich ja überlegen, ein Zeichen zu geben, ich bin noch da. So for example, we thought about maybe there could be a sign agreed on that will say, I'm still here. Yes, many people create these signs or codes, special codes between each other. And that becomes like a signature or a calling card. Each time your father comes to you, you will get that sign, maybe through a synchronistic happening in your life, or maybe just through something that comes into your mind, your own father's telepathy. And that tells you it's really him and not just your imagination. Ja, viele Menschen bauen das auf, so ein Zeichen zu haben, so einen Code zu haben zwischen ihnen, der dafür spricht, dass der andere da ist.
Und man kann das auch im Leben erfahren als Synchronizität, als Ereignis, was sich synchron ereignet, wo man bemerkt, das ist jetzt zum Beispiel dein Vater, oder als eine telepathische Kommunikation, wo man das ins Bewusstsein, ins Denken reinbekommt, aber genau weiß, das ist nicht von mir, sondern das kommt jetzt vom Vater. Das hat mich auch, ja? Many people get messages or sensations from their loved ones on the other side. And even in that moment, they might believe it. But in the cold light of the next day, logic comes in and they think that wasn't real. What we try to do in our workshops is to teach people how to allow the spirit to contact us so that we can feel it at a soul level. And then it's something you won't doubt. It's something you can't forget because it's real. It's at a much deeper level. Es ist eben auch so, dass viele Menschen Zeichen und Botschaften bekommen von ihren Geliebten auf der anderen Seite und das in dem Moment zwar auch glauben, aber am nächsten Tag, wenn wieder der kühle Alltag vonstatten geht, dann die Ratio reinkommt und man dann oft denkt, ach, das war jetzt nicht echt, habe ich mir nur ausgedacht. Und das ist aber das, was wir auch in den Workshops den Menschen beibringen, dass sie das auf tiefer Ebene fühlen, auf einer Seelenebene, wo das dann klar ist, wo man genau weiß, das ist real. Das hat mich auf die Idee gebracht, man könnte eigentlich das viel mehr trainieren, klingt jetzt fast schon ein bisschen komisch. Wir kommen alle an diese Schwelle des Todes. Und wir wissen, ein Mensch ist alt und er kommt an diese Schwelle hinein. Jetzt kann ich nicht mit meiner Mutter, die im Sterbeprozess ist, zu dir kommen. Aber was könnte ich zum Beispiel tun, um diesen Übergang für sie leichter zu machen und vielleicht eben so etwas verabreden, wie es weitergehen könnte, damit dieser Kontakt für sie weiter besteht? Denn da ist ja ganz viel Angst jetzt vor dieser Schwelle und das könnte den Übergang für den Sterbenden auch erleichtern. So that brought to me the idea that you could actually start training that in a way. It might be a bit of a weird word, but for example, my mom, who's in a dying process, that I could actually agree with her on some signs or some kind of communication for making her transition easier and also taking some of her fear that she has so much of going over to the other side, for her to know we'll be in touch and there will be the communication happening. Well, I mean, that's actually a very compassionate thing to do for your own family. But it happens when we have a true bond of love. So between you and your mother, and whatever's happening to her physical body, remember her spirit will always be strong, even now. But the fact that you connect to her spiritually in this life means it will be very easy for you both to communicate in the next life. Und tatsächlich ist das ein sehr mitfühlender Akt, wie du es beschrieben hast, so etwas zu tun. Und gleichzeitig ist es ja so, dass auch wenn sie hier in ihrem physischen Körper ist, sie außerdem aber auch einen starken Spirit hat. Und wenn du jetzt hier mit dem Spirit Kontakt aufnimmst, und dann heißt das auch nur, dass du später, wenn sie hinübergegangen ist, ihr eine ganz starke Verbundenheit habt, auf der ihr aufbauen könnt. But the greatest training for that is to love someone. There's nothing greater than to genuinely love someone in any state of their life, and especially in a dying state. Then that lets them leave easily because we're not pulling them back. We're allowing them freedom. And that actually creates a beautiful bond. Aber das schönste Training und Wichtigste ist eigentlich einfach nur wirklich jemanden zu lieben. In jedem Stadium des Lebens natürlich, in jedem Lebensabschnitt, aber ganz besonders in dieser Phase des Sterbens, da einen Menschen wirklich zu lieben, das erleichtert dann auch das Gehen, vor allem wenn du nicht festhältst und jemand zurückziehst, sondern in Liebe ihn gehen lässt. Ja, das empfinde ich ebenso und es ist ich würde sagen, es ist sogar eine große Gnade, wenn man Menschen begleiten kann auf diesem Weg des Übergangs. Yeah, that's a
an amazing grace that I feel in there, and what a great gift if one can accompany some loved ones in that transition process. I mean, that really is the teaching of the spirit world to us, to learn to love ourselves, to learn to love the people around us, our family, our friends, so that you don't leave this world with regrets. You don't leave this world with, neurotic fantasies or attachments to people. You leave this world knowing you were loved. And that love is the open door between heaven and earth. Und das ist genau das, was es kreiert für Menschen, die sich hier wirklich geliebt fühlen. Dass das so ein Geschenk ist, weil man damit dann auch gehen kann in dieser Liebe und nicht mit irgendwelchen negativen Gefühlen oder einem neurotischen Gefühl vielleicht sogar, sondern dass man spürt, man ist geliebt worden und dass diese Liebe eine tiefe Verbundenheit, die dann auch weiterleben wird. Many messages that come through in the live demonstrations are from spirit people who left this world and there was unfinished business between them and their family. And that is a lot of the reasons they come back, to finish that and to make peace so that they are at peace where they are, but also the people behind that they love, they are also at peace. Und das ist auch der Grund, warum viele aus der geistigen Welt durchkommen und Kommunikation hier mit Verbliebenen herstellen wollen, weil es da noch unerledigte, unausgesprochene Dinge gibt, weil sie etwas bedauern, etwas lösen möchten und kommen, um Frieden zu schaffen und das in die Liebe, in den Frieden zu bringen. Gibt es einen Zeitpunkt, wo man vielleicht sogar aufhören sollte, diesen Kontakt zu suchen? Es gibt ja so ein Sprichwort, Tote soll man ruhen lassen. Behindern wir eventuell ab einem gewissen Zeitpunkt vielleicht auch deren weiteren Entwicklungsweg, wenn wir weiter diese Kommunikation suchen? Would there be a point where it would be actually good to let go of that kind of communication? There's this saying in German, you should let the dead in peace. Yeah. Would we at some point actually hinder their further development if we keep on talking to them? We can never hinder their development in the spirit world, but we can definitely hinder our own in this world. Wir können nie deren Entwicklung in der geistigen Welt aufhalten. Wir können aber sicherlich unsere eigene Entwicklung behindern. Because if we start to obsess about spirit messages all the time, then it's our obsession that harms us, not them. Und wenn wir besessen werden davon, dass wir ständig Botschaften haben wollen aus der geistigen Welt, dann sind wir besessen davon und damit und das behindert dann unsere Entwicklung, aber nicht deren. So the job of the medium is to find balance between the loved one's mind in the spirit world and the family left here, so that there's a harmony and a balance and not a need to keep looking for messages. Und somit ist es auch die Aufgabe eines Mediums, einen Ausgleich herzustellen zwischen dem Bewusstsein des Geliebten in der geistigen Welt und denjenigen oder denjenigen Verbliebenen hier in dieser Welt, dass dort ein Ausgleich stattfindet, sodass nicht ständig diese Sehnsucht und dieses Bedürfnis nach weiteren Nachrichten besteht. Christiana, if you think of the amount of people who are walking around this world with unfinished business, did my father know I loved him? Did he really love me? Once they get those answers, there's a freedom to be themselves. There's a freedom to let go. Wenn wir mal schauen, die Anzahl von Menschen, die hier in dieser Welt herumlaufen und sich Fragen stellen, hat mein Vater mich wirklich jemals geliebt? Und solche Art Dinge, wenn wir dazu Botschaften bekommen, dass dem so war, dann entsteht ja eine Erleichterung, eine Erlösung und eine Befreiung innerlich. Und dann sind wir auch frei, uns selbst zu sein und weiterzuleben. So our work is always about healing. Healing the soul, healing the mind, healing the body. In unserer Arbeit geht es letztendlich doch immer um Heilung, den Geist zu heilen, den Körper, die Seele zu heilen. Schön, dass du das nochmal so herausarbeitest, weil viele Menschen sich ja auch fragen, warum soll man zu Gordon Smith gehen und mit den Toten reden?
That's beautiful that you point this out so clearly, because a number of people would maybe also wonder, why should I go and talk to a medium? Yes, and some people think that I'm going to tell them who their next lover is going to be, where they should buy a new house or have a new job. And no, I can give them the freedom to make their own choices without chaotic thinking and fears. That I can do, but they have to do the rest themselves. Ja, es ist ja auch so, dass viele Menschen kommen und hoffen, ich würde ihnen sagen, wo sie ihre nächste große Liebe finden oder wo sie ein Haus kaufen sollen oder den nächsten tollen Job finden können. Und darum geht es aber nicht, sondern ich kann die Menschen darin unterstützen, für sich frei zu sein und weiterzugehen. Sorry, I think I lost the last part. Good. Well, that was fine. I mean, if that were true, then I would have the most beautiful partner. I would live in the most beautiful house and have the best job in the world. Actually, hold on. I do. Wenn das so wäre, dann hätte ich ja den tollsten Partner, das allerschönste Haus und den tollsten Job auf der Welt, wobei habe ich ja auch. I do. Yeah, I agree. That's because I have lost all fears of the spirit, lost fears of dying, lost fears of living. Und das ist aber auch, weil ich mich von allen Ängsten befreien konnte, vor allem von der Angst vorm Sterben und auch von der Angst vorm Leben. Und er sagte vorhin noch, die Menschen in ihre Freiheit zu versetzen, dass es ihre Wahl ist, aber dass sie in der Freiheit gehen, ihre Entscheidungen zu treffen selbst. Schön, jetzt noch eine kleine Frage zu deinem Seminar und der Person, die du noch mitbringst. Diesmal wirst du begleitet von Anne Treherne vom Arthur Conan Doyle College oder Institut, ja. Und wir haben neulich ja ein Interview da auch mit ihr geführt und von einer sensationellen Kamera gehört. So just a word regarding the workshop you're going to be with bringing Anne Treherne. We did an interview with her and we heard about the amazing camera that she's going to be bringing. Yes, I mean, Anne started her journey as a psychical researcher with a very scientific mind. She moved into developing her own abilities as a medium and a healer. Ja, und die Anne hat ja angefangen als jemand, die im Forschungsbereich tätig war, diese medialen Fähigkeiten zu studieren und zu erforschen, hat dann aber ihre eigenen Fähigkeiten entwickelt als Medium und auch als Heilerin. But now she has invested in this wonderful camera that photographs the aura, the light or energy that surrounds living beings, humans, animals, plants, whatever. Und jetzt hat sie aber investiert in diese wunderbare Kamera, die das Licht, was Menschen umgibt, die Aura, nicht nur von Menschen, sondern auch von Tieren und Pflanzen darstellen kann. So when she will take a photograph of a person, you will see the extended light body around them. And we can interpret how that person's energy is because of the colors, because of the strength and vitality. Und wenn sie so ein Foto macht von jemand, dann kann man den erweiterten Lichtkörper, die Aura sehen. Und anhand der Farben, die wir da sehen, können wir dann auch analysieren, wie stark so ein Mensch ist, welche Vitalität da ist, wie viel Energie da ist und welche Art Energie. But more than that, we can give them proof that when they move into a spiritual state during the exercises we do, that the aura changes. So they get an actual physical photograph, an examination of this normally invisible energy. Und was aber noch viel toller ist, wir können ihnen einen Beweis geben dafür, dass wenn sie in eine spirituelle Übung hineingehen und wir dann ein Foto machen, dass sich dann die Energie verändert, dieses Aurabild verändert sich dann, sodass jemand einen wirklich physischen Beweis dafür bekommt, was diese spirituelle Arbeit macht. So we want to show people that this is not just imagination. This can actually be filmed and photographed. So you see this change in a person's life force energy during healing, during mediumship, during meditation, all sorts of things we have planned to prove that the energy body is alive and well.
Und damit kann man jetzt wirklich das anschaulich sehen und wir können das beweisen, dass da wirklich etwas passiert, dass das nicht nur Einbildung ist, sondern das ist real, dass sich die Energie verändert in Medialität, in der Heilarbeit, in einer Meditation und man das in den Bildern sieht, wie die Energie dann anders wird. Und das ist real. You can read a book about the aura. You can go to a lecture about the aura, but when you actually see it, and in some cases we're going to try and let people feel it, then your mind changes because all of a sudden there's more to you than just this body and 5 senses. There's an extension that reaches out beyond who we are. Und klar, man kann über die Aura was lesen, man kann sich das anschauen in einem Buch oder einem Film auch, aber es ist doch was ganz anderes, wenn man das selbst dann auf einem Foto sieht. Wir werden auch versuchen, Menschen das spüren zu lassen, ihre Aura, und das aber dann zu spüren oder physisch zu sehen, über die herkömmlichen 5 Sinne hinauszugehen. Und wahrzunehmen, das bin wirklich ich und das ist dieser erweiterte Körper oder Lichtkörper jenseits nur von dem Körperlichen. Das ist dann doch toll für die Menschen. So this workshop is about science meeting up with medialitat or mediumship. Und in diesem Workshop wird dann wirklich aufgezeigt, wie das Wissenschaftliche und die Medialität zusammenkommen. Ganz großartig. Also ich bin super begeistert von dem, was ich schon darüber gehört habe. Ich habe Bilder von dir gesehen, Gordon, wie du mit einer zweiten Person gearbeitet hast als Heiler, wo man also wie ein Lichtstrahl sah, den du gesendet hast in, ich glaube, es kam hier ein Scheitelchakra hinein. Also es war fantastisch, das zu sehen, wie das sich auf dem Bild ausgedrückt hat. I'm super excited and I can't wait to see it. But I already saw a couple of pictures of you working with someone during a healing. Yeah. And the image actually showed like a light beam going from you that you send light to that person going into her crown chakra. But all of these things and many more will be on display at the workshop. But more than that, the students can take part themselves. They can see their own light body. They'll get to know what colours mean different things to their moods and emotions. So there's a lot of advantages to having a visual aid at a workshop. Und natürlich werden wir das alles zeigen im Workshop, aber viel mehr. Und das ist so, besonders werden alle Teilnehmer da selbst ein Gespür dafür bekommen, wenn sie ihre eigene Aura sehen können und Veränderungen sehen können und dann auch wahrnehmen können, welche Farben hängen mit welchen emotionalen Zuständen zusammen zum Beispiel. You see, even as I watch you on the camera, I can see your aura, but I can't fix it with my mind the way the camera can. But I can see it. Oh. And there's a wonderful experiment that we've done where I can look at the aura and describe it and then take the photograph with the camera, and it's quite interesting to see the colours and everything are the same. That's a fascinating one. Wow. Also, Gordon sagt zum Beispiel, kann ich ja deine Aura sehen und ich könnte die auch beschreiben, aber ich kann sie nicht festhalten wie auf einem Bild. Aber in dem Seminar können wir das und nicht nur das, sondern wir können auch so weit gehen zu sagen, wir beschreiben als Mensch eine Aura, die wir sehen und in dem Moment machen wir ein Foto und dann halten wir das neben die Beschreibung und dann werden wir sehen, dass das genau 1:1 beschrieben ist. Lass uns ein Experiment machen. Du schreibst jetzt der Christiane auf, was du gesehen hast in meiner Aura. Machst das in den Umschlag, Christiane bekommt das mit und dann, wenn du hier bist, dann machen wir ein Foto mit der Kamera und prüfen, ob es immer noch so ist. We could do an experiment that you write down now what you see and I would take it to Frankfurt and when you get there we take a picture and see if it's still that one doesn't work? No, because the aura changes with our moods. It changes from day to day. It's in constant motion. So what I see right now is this beautiful white light with a slight purple or lilac colour. But if we take your photograph in several weeks' time, it could be a totally different shade because of how you're feeling. Das würde eben nicht funktionieren, weil die Aura verändert sich ständig.
und nimmt andere Farben und Formen an, je nach emotionalen Zustand und was in einem vor sich geht. Zum Beispiel jetzt im Moment, sagt Gordon, sehe ich dieses weiße Licht und diese lilafarbene Energie dort. Es kann aber nur sein, dass in einigen Wochen etwas ganz anderes für dich stattfindet und dann auch sichtbar ist in deiner Aura. Yeah, but never mind, Britta, your aura looks Gucci. Wie übersetzt du das? Sehr, sehr gut. Vielen Dank. Also, wir sind hochgespannt auf diese neue Kombination von Gordon Smith mit Anne Treherne. Ihr könnt euch dieses Interview mit Anne und Übersetzung durch Christiane auch noch anschauen. Wir machen hier einen Crosslink unter dieses Filmchen. Und dann uns natürlich live erleben in Frankfurt vom 15. bis zum 17. Dezember mit einem Abend, wo Gordon diese besagte wunderbare Live-Demonstration macht von eben Gesprächen mit der geistigen Welt. Und am Wochenende geht es dann um die Arbeit mit Medialität und Aura. Reading und das wird dann gemeinsam mit Anne geleitet. Ja, vielen Dank, Gordon, für das Gespräch, auch dafür, dass du uns Anne nach Deutschland holst. Wer weiß, das wird vielleicht der Anfang einer Fortsetzung mit Veranstaltungen mit Anne noch werden. Wir sind jedenfalls sehr neugierig und danke, Christiane, auch für deine Übersetzung wieder. Herzlich gerne. Bis bald. Und gute Reise nach Frankfurt für alle unsere Freunde auch, die hier zuschauen. Herzlich willkommen, meldet euch schnell an, damit es auch wirklich noch zu einem Platz reicht. Bis bald, gute Zeit, eure Britta. Ciao. Tschüss. Tschüss.